ich heiße Magdalena Memmer, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe aufs Lessing-Gymnasium in Uelzen. Was fühlst du, wenn du an die Zukunft denkst? Wenn du weißt, dass wir nur noch bis zum Jahr 2030 haben, um eine komplette Katastrophe abzuwenden. Das sind 11 Jahre, 4015 Tage. In 11 Jahren werde ich 28 und habe noch lange nicht die Hälfte meines Lebens gelebt. 11 Jahre, 4015 Tage. Das ist lange nicht so weit weg, wie es uns scheinen mag. Wenn ich an die Zukunft denke, denke ich nicht mehr als erstes an meinen Traumberuf oder den Ort, an dem ich mal leben möchte. Ich denke an tausende zerstörte Städte, die von Flutwellen überströmt wurden und in Trümmern liegen. Ich denke an die verschwundenen oder unbewohnbaren Staaten, weil der Meeresspiegel so hoch ist, dass diese nicht mehr existieren können oder zu gefährlich sind, um dort zu leben. Ich denke an die unzähligen Toten, denen wegen Naturgewalten, Krankheiten und Hungersnot das Leben genommen wurde. Wenn heute schon jährlich über 600.000 Tode weltweit aufgrund des Klimawandels auftreten, wie hoch soll diese Zahl in 50 oder 20 Jahren sein? 95% dieser Tode geschehen in Entwicklungsländern. Ich denke an Menschen, die leiden, die fliehen müssen aus ihrer Heimat. Ich denke an all die Tiere, die aussterben werden, weil sie sich den extremen Veränderungen nicht anpassen können. Ich denke an meine Kinder, deren Kinder und ihre zukünftige Generation. Ich denke an Unfrieden, Leid und Zerstörung. Wenn ich also an die Zukunft denke, fühle ich Angst. Ich fühle Wut, Schmerz und Sorge. Ich spüre, wie mein Magen sich verdreht, mein Herz beginnt zu rasen und meine Stimme beginnt zu zittern. Es tut weh, an die Zukunft zu denken. Ich habe wirklich Angst und ich wünsche mir, dass sich jeder Politiker, jede Person so fühlt wie ich, wenn ich an die Zukunft denke. Vielleicht wird Ihnen dann klar, vor welch einer großen Gefahr wir stehen. Vielleicht nehmen Sie uns dann endlich ernst. Wir rasen auf eine ungewisse und gefährliche Zukunft zu, ohne wirklich etwas dagegen zu tun oder uns diesem bewusst zu sein. Wir leben alle auf diesem Planeten. Egal wer du bist hier. Die Klimakrise betrifft jeden Einzelnen von uns und das werden wir früher oder später alle zu spüren bekommen. Muss es wirklich so weit kommen, um endlich aufzuwachen? Muss das Schlimmste passieren, damit sich endlich etwas tut? Der Fakt, dass die Wissenschaft uns seit Jahren zeigt, dass das Schlimmste passiert und wir etwas dagegen tun können, dies aber nicht genug ist, damit sich etwas ändert, ist grausam. Anstatt sich gegenseitig zu befeinden, sollten wir uns auf den wahren Feind konzentrieren und gemeinsam dagegen ankämpfen. Aber wir kämpfen nicht zusammen gegen den Feind, sondern gegeneinander. Und für was? Macht, Geld und Profit. Nun sagt mir, was Macht, Geld und Profit bringen, wenn alles zerstört ist und es kein richtiges Leben mehr gibt. Vielleicht denken einige, dass wir die Klimakrise dramatisieren, dass wir übertreiben. Aber wenn ich nach Mosambik oder dem Iran schaue, sehe ich das Leid schon vor meinen Augen. Wenn ich an die unzähligen Fluten, Unwetter, Waldbrände, Tsunamis oder Hurricanes denke, die allein in den letzten Jahren geschahen, sehe ich das Leid schon vor meinen Augen. Es geht hier um echte Menschen. Menschen, die Leid, Trauer und Schmerz erleben. Es geht um Leben und Tod. Wenn ich die Gesichter von Menschen sehe, die alles verloren haben, tut mir das Herz weh. Ich wünsche mir zutiefst, dass ich diese Gesichter um mich selbst und in der ganzen Welt niemals sehen werden muss. Ich habe Bilder im Kopf, die ich niemals im echten Leben sehen möchte. Also sagt mir, was bringt euch Geld, Macht und Profit? Ist es das wirklich wert? Wir lassen uns nicht unsere Zukunft nehmen. Wir werden nicht schweigen oder aufgeben. Wir wollen kein System, das auf Geld, Macht und Profit basiert, sondern eins, das auf Nachhaltigkeit achtet und dafür sorgt, dass wir und unsere Kinder eine Zukunft haben. Wir brauchen keinen Applaus, kein Lob, keine Lügen. Wir brauchen Taten. Es muss etwas getan werden, und zwar jetzt. Jeder Tag, an dem sich nichts ändert, rennt die Zeit weiter. Wir rücken dem Chaos immer näher und stehen teilweise schon mittendrin. Bitte hört uns zu und tut etwas. Hoffnung, ein weiteres Gefühl, das ich in mir spüre. Ein Licht im Dunkeln.
Dieses Licht können wir sein. Wir sind mächtig und groß, aber nur wenn wir zusammen kämpfen. Die Hoffnung können wir sein. Aber Hoffnung alleine reicht nicht. Hoffnung begleitet von Taten, Bewusstsein, aktivem Handeln. Das kann uns zum Leuchten bringen. Dafür müssen wir bereit sein, unsere Lebensweise zu ändern. Entweder aus eigener Motivation oder aufgezwungen von der Gewalt der Natur, begleitet von Chaos und Leid. Große Erfolge beginnen im Kleinen. Veränderung beginnt mit uns selbst. Wir haben die Aufgabe, das zu tun, was in unserer Macht steht, um den Planeten zu schützen. Es ist Zeit, etwas zu tun. Zeit, sich Gedanken zu machen. Zeit, aufzuwachen. Zeit, unseren Planeten wertzuschätzen und bewusste Entscheidungen zu treffen, die uns weiterbringen. Keine Zeit für Ausreden oder Lügen. Keine Zeit für Ignoranz und Hass. Zeit für Liebe und Gerechtigkeit. Ausreden bringen uns kein Stück weiter. Sie verlangsamen uns nur. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken und uns unserer Verantwortung zu stellen. Es reicht nicht mehr, 3-mal die Woche Fahrrad zu fahren oder ab und zu auf Fleisch zu verzichten, wenn die Tierhaltung alleine mehr CO2 emittiert als der gesamte Transportsektor. Wenn unsere CO2-Speicher, die Wälder, kontinuierlich gerodet werden, um Land für Tiere und ihre Futtermittel zu schaffen, um Palmölplantagen zu erweitern oder Rohstoffe abzubauen. Wenn die Produktion von 1 Kilogramm Rindfleisch einen Ausstoß an CO2 gleicht, den man in einer über 1600 Kilometer langen Autobahnfahrt emittiert und die Tierlandwirtschaft für 20 bis 33% des Verbrauchs an frischem Wassers weltweit verantwortlich ist und die Tierhaltung für bis zu 91% der Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes verantwortlich ist. Wieso entscheiden wir uns dazu, all das zu ignorieren, wenn man an einem Tag durch eine kleine Veränderung so viel bewegen kann? Wir können die Fakten nicht weiterhin ignorieren. Wir sind nicht machtlos, im Gegenteil. Jede Handlung hat einen enormen Einfluss auf die Umwelt. Rund 150 Millionen Tonnen CO2, die deutsche Kraftwerke jährlich erzeugen, kommen aus Braunkohlekraftwerken. Mehrere Tonnen CO2 werden jährlich im Flugverkehr emittiert. Die Absenkung der Raumtemperatur um nur 1 Grad senkt die CO2-Emissionen in einem 4-Personen-Haushalt pro Jahr um 350 Kilogramm, während beim Ausschalten von elektronischen Geräten bis zu 300 Kilogramm gespart werden können. So viele Möglichkeiten, so wenig Aufwand, aber solch eine große Veränderung. Wer also immer noch denkt, er könne nichts bewirken, Optionen gibt es viele. Es liegt in deiner Hand zu entscheiden und Prioritäten festzulegen. Ist ein Steak wirklich bedeutsamer als unsere Zukunft? Ist es wirklich zu viel Aufwand, einen Stecker zu ziehen oder die Heizung runterzuschalten? Du entscheidest mit einer enormen Verantwortung, der man sich bewusst sein sollte. Wenn wir also das Licht sein wollen, müssen wir etwas verändern und unser Licht weitergeben, teilen. Liebe, Empathie, Bewusstsein, aber auch Disziplin und Leidenschaft sind nötig, um zu leuchten. Wir sind zu Großem fähig. Du bist mächtiger, als du denkst. Wir stehen dennoch vor einer harten Zukunft, die wir ernst nehmen müssen. Wir alle. Politiker, Kinder, Erwachsene, Alte, Junge, Arme, Reiche. Es liegt in unseren Händen, was geschieht. Denn trotz unserer vielen Unterschiede stehen wir alle vor derselben Gefahr. Auf demselben Planeten, zur selben Zeit. Was fühlst du also, wenn du an die Zukunft denkst? Was fühlst du, wenn du weißt, was vor uns liegt? Wenn du weißt, dass ich wirklich etwas tun muss? Wenn du weißt, dass du zu mehr fähig bist, als du denkst? Be the change you want to see in the world, Mahatma Gandhi.